Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück. Nachdem ihr eure Kette angeschlagen habt, so viele Maschen wie ihr für euer Projekt benötigt, zählt ihr diese einmal durch und die Maschenanzahl sollte teilbar durch 16 sein. Danach beginnen wir mit einem Stäbchen, 3 Wendeluftmaschen und häkeln in die nächsten 4 Maschen jeweils ein Stäbchen, sodass wir optisch 5 Stäbchen haben. Danach kommen 3 Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und ein Stäbchen in die 4. Masche. Drei Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und ab der 4. 9 Stäbchen häkeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Drei Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und in die 4. ein einzelnes Stäbchen. 3 Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und ab der 4. wieder 9 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. 3 Luftmaschen und in die 4. wieder ein Stäbchen. 3 Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und ab der 4. wieder 9 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. 3 Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und in die 4. ein Stäbchen, 3 Luftmaschen und ab der 4. 5 Stäbchen, damit wir Anfang und Ende gleich haben. Und 5. Das war Reihe 1. Kommen wir zur Reihe 2. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen und häkeln über die nächsten 3 Stäbchen jeweils ein Stäbchen, sodass wir 1 weniger haben. Anstatt optisch 5 haben wir dann nur noch 4 und 1 bleibt unbehäkelt. 3 Luftmaschen. Und nun machen wir einen Umschlag und gehen vor dem Stäbchen um die Kette herum und häkeln dort ein Stäbchen. Dann häkeln wir ein Stäbchen in das Stäbchen und ein Stäbchen danach um die Kette herum. 3 Luftmaschen,
Dann kommen wir zu den 9 Stäbchen. Hier lassen wir das erste aus und häkeln ab dem zweiten alle Stäbchen mit einem Stäbchen ab und lassen auch das letzte aus. Also bei den 9 Stäbchen das erste und das letzte auslassen und somit haben wir nur noch 7 Stäbchen. 3 Luftmaschen und auch hier wieder vor dem einzelnen Stäbchen um die Kette herum ein Stäbchen, in das Stäbchen ein Stäbchen und danach um die Kette herum ein Stäbchen. Wer möchte, kann sich das auch noch mal so ein bisschen zusammenschieben. 3 Luftmaschen und bei den 9 Stäbchen das erste und das letzte wieder auslassen und 7 Stäbchen häkeln. 2, 3, 4, 5, 6 und 7. 3 Luftmaschen und vor dem einzelnen Stäbchen um die Kette herum ein Stäbchen, in das Stäbchen ein Stäbchen und nochmal ein Stäbchen danach um die Kette herum. 3 Luftmaschen. Dann sind wir wieder bei den 9 Stäbchen, das erste und das letzte auslassen und 7 Stäbchen häkeln. Luftmaschen, vor dem einzelnen Stäbchen ein Stäbchen häkeln, um die Kette herum, in das einzelne Stäbchen ein Stäbchen häkeln und danach auch nochmal ein einzelnes um die Kette herum, sodass wir optisch 3 Stück haben. 3 Luftmaschen und am Ende der Reihe machen wir wieder aus den 5 optischen Stäbchen 4, indem wir das erste auslassen, über die nächsten 3 ein Stäbchen häkeln und das vierte und letzte machen wir in der zweiten Masche von unten angezählt in die Steigeluftmaschen der Vorreihe. Und fertig ist Reihe 2. Kommen wir zur Reihe 3. Wir beginnen wieder mit 3 Steigeluftmaschen und machen aus den optischen 4 Stäbchen 3. Das heißt, wir häkeln in die nächsten 2 Stäbchen jeweils ein Stäbchen hinein, lassen das letzte aus, 3 Luftmaschen, dann häkeln wir bei den 3 Stäbchen ein Stäbchen um die Kette davor, dann über jedes der 3 Stäbchen ein Stäbchen und ein Stäbchen danach um die Kette herum, sodass wir aus 3 5 gemacht haben. 3 Luftmaschen und wieder das erste und das letzte Stäbchen auslassen und alle restlichen behäkeln, sodass wir nur noch 5 Stäbchen übrig haben. Drei Luftmaschen. Dann kommen wir wieder zu den 3. Wir häkeln davor um die Kette herum ein Stäbchen, dann über die 3 Stäbchen jeweils ein Stäbchen
und ein Stäbchen danach, damit wir aus 3 Stäbchen 5 gemacht haben. 3 Luftmaschen. Das erste und das letzte Stäbchen wieder freilassen und die mittleren 5 mit jeweils einem Stäbchen behäkeln. Drei Luftmaschen. Bei den 3 Stäbchen ein Stäbchen davor um die Luftmaschenkette, über die nächsten 3 Stäbchen jeweils ein Stäbchen und ein Stäbchen danach um die Luftmaschenkette, so dass wir auch hier wieder aus 3 Stäbchen 5 gemacht haben. 3 Luftmaschen. Erstes und letztes Stäbchen wieder freilassen und aus 7 Stäbchen 5 häkeln. Drei Luftmaschen. Rüber zu den 3 Stäbchen. Ein Stäbchen davor um die Kette herum. Über die nächsten 3 Stäbchen jeweils ein Stäbchen häkeln und ein Stäbchen danach um die Kette herum. Auch hier wieder aus 3 5 machen. 3 Luftmaschen und am Ende der Reihe aus den 4 optischen Stäbchen 3 häkeln. Dazu über die 2 Stäbchen jeweils ein Stäbchen und das letzte, dritte, in die Steigeluftmaschen der Vorreihe, zweite Masche von unten und dann habt ihr einen schönen geraden Abschluss. Das war Reihe 3. Kommen wir zur Reihe 4. Wir beginnen mit 3 Wendeluftmaschen und häkeln über das nächste Stäbchen ein Stäbchen, sodass wir optisch nur noch 2 haben. 3 Luftmaschen, ein Stäbchen vor die nächsten Stäbchen um die Kette herum, über die nächsten 5 Stäbchen jeweils ein Stäbchen häkeln, nach den 5 nochmal ein Stäbchen um die Kette herum, so dass wir aus 5 7 Stäbchen gehäkelt haben. 3 Luftmaschen, rüber zu den 5 Stäbchen, erstes und letztes freilassen und 3 Stäbchen über die mittleren Stäbchen häkeln. Drei Luftmaschen, ein Stäbchen vor die 5 Stäbchen häkeln, um die Kette herum, die nächsten 5 Stäbchen mit jeweils einem Stäbchen behäkeln, und ein Stäbchen danach, so dass wir aus 5 wieder 7 gemacht haben. 3 Luftmaschen und aus den 5 Stäbchen wieder 3 häkeln, indem wir das erste und das letzte freilassen. Drei Luftmaschen und aus 5 Stäbchen wieder 3 häkeln, indem wir das erste und das letzte Stäbchen auslassen. 3 Luftmaschen und aus den 5 Stäbchen wieder 7 häkeln, indem wir ein Stäbchen davor um die Kette häkeln, danach über die nächsten 5 Stäbchen jeweils ein Stäbchen,
und ein Stäbchen danach um die Kette. Jetzt haben wir aus 5 wieder 7, 3 Luftmaschen und am Ende der Reihe machen wir auch hier aus 3 optischen Stäbchen 2, indem wir eins auslassen, in das nächste ein Stäbchen häkeln und das letzte zweite in der zweiten Masche von unten angezählt in den Steigeluftmaschen hineinhäkeln und somit unsere Reihe beenden. Das war Reihe 4. Kommen wir zur Reihe 5. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen und 3 Steigeluftmaschen bzw. Luftmaschen, um rüber zu kommen. Danach häkeln wir ein Stäbchen vor die nächsten Stäbchen um die Kette herum, denn hier müssen wir jetzt aus den 7 9 häkeln. Danach behäkeln wir alle 7 mit jeweils einem Stäbchen. Und nochmal ein Stäbchen danach um die Kette herum. 2, 4, 6, 8, 9. 3 Luftmaschen und ein einzelnes Stäbchen in die Mitte der 3 Stäbchen. 3 Luftmaschen und vor die nächste Stäbchengruppe ein Stäbchen um die Kette herum, dann 7 Stäbchen über die nächsten 7 Stäbchen, 4, 5, 6 und 7. Und das 9. um die Kette herum. 2, 4, 6, 8 und 9. 3 Luftmaschen, ein einzelnes Stäbchen wieder in die Mitte der 3 Stäbchen häkeln, 3 Luftmaschen und auch vor der nächsten Gruppe ein Stäbchen um die Kette herum, für die nächsten 7 Stäbchen jeweils ein Stäbchen häkeln, 8 und das 9. wieder dahinter um die Kette herum. 2, 4, 6, 8, 9. 3 Luftmaschen und ein einzelnes Stäbchen wieder in die Mitte der 3. 3 Luftmaschen und ein Stäbchen um die Kette herum. Über die nächsten 7 Stäbchen jeweils ein Stäbchen. 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. 2, 4, 6, 8, 9. Und am Ende der Reihe 3 Luftmaschen und ein Stäbchen in die Steigeluftmaschen der Vorreihe in die zweite Masche von unten angezählt. Für einen schönen geraden Abschluss. Das war Reihe 5. Kommen wir zur Reihe 6. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen für ein Stäbchen und häkeln ein zusätzliches um die Kette herum. Denn hier haben wir die Stäbchen alle so lange abgenommen, bis wir nur noch eins hatten. Und jetzt nehmen wir diese am Rand wieder zu. 3 Luftmaschen. Das erste Stäbchen freilassen und die nächsten 7 mit jeweils einem Stäbchen behäkeln.
7, das letzte wieder freilassen. So haben wir aus 9 7 Stäbchen gehäkelt. 3 Luftmaschen und nun wieder vor dem einzelnen Stäbchen ein Stäbchen häkeln, ein Stäbchen in das Stäbchen häkeln und ein Stäbchen danach. 3 Luftmaschen, das erste und das letzte Stäbchen auslassen und 7 Stäbchen in die Mitte häkeln. 2, 3, 4, 5, 6 und 7. So haben wir auch wieder aus 9 7 gehäkelt. 3 Luftmaschen, ein Stäbchen vor das einzelne Stäbchen, ein Stäbchen in das einzelne Stäbchen und ein Stäbchen danach. 3 Luftmaschen und aus den 9 Stäbchen wieder 7 häkeln, indem wir das erste und das letzte Stäbchen freilassen. 4, 5, 6 und 7. 3 Luftmaschen. Vor das einzelne Stäbchen ein Stäbchen um die Kette herum, ein Stäbchen in das Stäbchen hinein und ein Stäbchen danach. 3 Luftmaschen und aus den 9 Stäbchen wieder 7 häkeln, indem wir das erste und das letzte freilassen. Am Ende der Reihe 3 Luftmaschen, um die Kette herum ein Stäbchen und danach ein zweites Stäbchen in die zweite Masche gezählt einstechen von unten und ein Stäbchen häkeln. So, dann haben wir hier optisch unser einzelnes und dann wie am Anfang unsere 2 und einen schönen geraden Abschluss. Kommen wir zur Reihe 7. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen, wenden, häkeln über das erste Stäbchen ein Stäbchen und ein Stäbchen um die Kette herum. So haben wir auch wieder aus 2 Stäbchen 3 optische gemacht. 3 Luftmaschen und nun nehmen wir die 7 Stäbchen, lassen das erste und das letzte frei und machen aus 7 Stäbchen 5. 2, 3, 4 und 5. 3 Luftmaschen und aus den nächsten 3 werden nun 5 gemacht, indem wir 1 wieder um die Kette davor häkeln, die nächsten 3 Stäbchen mit jeweils einem Stäbchen behäkeln und ein Stäbchen danach um die Kette herum. Drei Luftmaschen, große Gruppe. Aus 7 Stäbchen werden jetzt wieder 5, indem wir das erste und das letzte freilassen und 5 über die 5 mittigen Häkel. Drei Luftmaschen. Und aus den 3 Stäbchen werden jetzt wieder 5, indem wir 1 davor um die Kette herum häkeln, jeweils 1 über diese 3 und 1 danach.
3 Luftmaschen und aus 7 wieder 5, indem wir das erste und das letzte freilassen. Fünf, 3 Luftmaschen und aus den 3 werden jetzt wieder 5 gemacht, indem wir eins davor um die Kette häkeln, jeweils ein Stäbchen über die nächsten 3 und ein Stäbchen danach um die Kette herum. Drei Luftmaschen. Und hier wieder aus 7 5 Stäbchen machen, indem wir das erste und das letzte freilassen. 2, 3, 4 und 5. 3 Luftmaschen. Und am Ende eurer Reihe ein Stäbchen um die Kette, ein Stäbchen in das vorhandene Stäbchen und ein Stäbchen, das optische dritte, in die Steigeluftmaschen der Vorreihe in der zweiten Masche von unten für einen geraden Abschluss. Kommen wir zur Runde 8. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen und häkeln über die nächsten 2 Stäbchen jeweils ein Stäbchen und ein Stäbchen um die Kette herum, sodass wir 4 optische Stäbchen haben. 3 Luftmaschen. Und nun werden aus den 5 Stäbchen 3, indem wir erstes und letztes freilassen. 1, 2 und 3. 3 Luftmaschen. Rüber zu den 5. Dort häkeln wir ein Stäbchen um die Kette herum davor, jeweils ein Stäbchen über die nächsten 5 Stäbchen und ein Stäbchen danach um die Kette herum. 3 Luftmaschen. Und aus den nächsten 5 Stäbchen 3 machen, indem wir erstes und letztes freilassen. 3 Luftmaschen. Um die nächste Gruppe ein Stäbchen davor. Jeweils ein Stäbchen in die nächsten 5 Stäbchen häkeln. Und das 7. Stäbchen um die Kette herum danach. 3 Luftmaschen und aus den 5 Stäbchen 3 machen, indem wir erstes und letztes auslassen. Drei Luftmaschen und aus 5 Stäbchen 7, indem wir eins davor häkeln, dann die 5 abhäkeln und eins danach um die Kette herum. 3 Luftmaschen und aus den nächsten 5 Stäbchen machen wir 3, indem wir erstes und letztes freilassen. Drei Luftmaschen, ein Stäbchen um die Luftmaschenkette herum, dann über die nächsten 2 Stäbchen jeweils ein Stäbchen. Und das 4. optische letzte Stäbchen machen wir in der Steigerluftmasche der Vorreihe in der 2. Masche von unten angezählt. So,
Und das war die letzte Reihe. Jetzt wiederholt sich alles. Und zwar wieder mit Reihe 1. Reihe 1 wird jetzt hier als nächstes drüber gehäkelt. Das Muster an sich empfinde ich als selbsterklärend. Man nimmt halt immer von einem Stäbchen bis auf 9 zu und danach wieder bis auf 1 ab. Am Rand beginnt man mit 5 und 4, 3, 2, 1 und dann wieder 1, 2, 3, 4 und halt wieder 5, wie am Anfang. Dort, wo 9 Stäbchen gehäkelt werden, also die breiteste Stelle, beginnt man mit 3 Luftmaschen und nochmal 3 Luftmaschen zum Rüberkommen. Also 3 für ein Stäbchen und 3, die ja sowieso immer hier zwischen gehäkelt werden, also auch selbsterklärend. Und dann hoffe ich, dass euch das Muster gefallen hat und genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Lasst mir eine Bewertung da, Kanal abonnieren ist kostenlos. Viel Spaß beim Werkeln und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao, ciao!